Wir sind in Stunde 9 angekommen und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Stunde wird es eine Zweiteilung geben. Und zwar werden wir uns im ersten Teil noch einmal im Rückblick mit den Fragewörtern wer oder was beschäftigen und wir werden den unbestimmten Artikel gleichzeitig einführen. Im zweiten Teil geht es dann um die noch nicht behandelten Pluralbildungen, und zwar diejenigen, wo wir Deutschen den Umlaut gebrauchen. Anschließend kommen wir wie immer zu einer kleinen Vorausschau. Schauen wir uns zunächst einmal an, was uns der deutsche Artikel überhaupt sagt. Und zwar, ich spreche vom bestimmten deutschen Artikel. Er gibt uns erst einmal das Geschlecht an. Und zwar der für männlich, zum Beispiel der Tisch, die für weiblich, zum Beispiel die Mutter, und das für sächlich bzw. neutral für das Glas. Dann gibt uns der Artikel in der deutschen Sprache noch an, ob es sich um Singular oder Plural handelt. Singular, die schon eben erwähnten 3 Artikel, der, die, das, oder Plural immer nur die. Und dann haben wir noch eine Besonderheit der deutschen Sprache, das sind die Fälle. Die Fälle sind im Deutschen wichtig. Darum verändern sie später auch die Artikel. Damit beschäftigen wir uns aber zu einem späteren Zeitpunkt. Wir kennen im Deutschen 4 Fälle, den Nominativ, den Genitiv, den Dativ und den Akkusativ. Mit unseren Fragewörtern wer und was steuern wir den Nominativ an. Das könnt ihr euch schon einmal merken. Nun hatten wir auf die Frage, was ist das? Die Antwort gegeben, das ist der Tisch oder das ist das Glas oder das ist die Mutter. Das ist grammatikalisch nicht falsch, aber wir wollen einmal anschauen, wann wir diesen bestimmten Artikel benutzen und wann wir zum unbestimmten Artikel übergehen. Und das zeigt euch diese Grafik. Der bestimmte Artikel wird für eine bekannte Sache oder eine bekannte Person benutzt. Das Dach ist rot oder die Tür ist offen. Es ist genau dieses Dach und es ist genau diese Tür, also ein ganz bestimmter Gegenstand, aber es könnte auch eine Person sein, die wir meinen. Dann nehmen wir den bestimmten Artikel, der, die, das. Handelt es sich aber um etwas Unbekanntes, etwas Beliebiges oder eines von vielen, dann nehmen wir den unbestimmten Artikel. Also ein Haus von vielen. Dann heißt die Antwort auf was ist das? Das ist ein Haus. Oder ein beliebiger Schüler, das ist ein Schüler. Einer von vielen, kein bestimmter. Diese Tabelle verdeutlicht euch noch einmal anhand der Übersetzungen, dass das Deutsche einen Drittelartikel kennt, das Neutrale das. Im Französischen und Italienischen kennen wir das nicht und die Engländer haben es sogar noch einfacher. Für sie gilt immer nur the. Genauso sieht es für den unbestimmten Artikel aus. Schauen wir uns anhand von 3 Beispielen an, wie sich der unbestimmte Artikel in den Satz integriert.
Und zwar soll es zunächst bei diesen Beispielen um eine Sache, um ein Ding gehen. Und hier benutzen wir das Fragewort was. Wir fangen mit einem männlichen Substantiv an, der Tisch. Ihr wisst nicht, um was es sich handelt. Ihr fragt also, was ist das? Die Antwort lautet, das ist ein Tisch. Er ist rund. Hier wird das Pronomen eingesetzt für Tisch. Der Tisch ist rund. Kommen wir zum weiblichen Substantiv. Beispiel die Gabel. Was ist das? Das ist eine Gabel. Sie ist spitz. Die Gabel ist spitz. Und jetzt zu einem Substantiv mit einem sächlichen Artikel, mit einem neutralen Artikel, das Glas. Was ist das? Das ist ein Glas. Es ist leer. Das Glas ist leer. Nun schauen wir uns an, wie wir verfahren müssen, wenn wir nach einer Person fragen. Und wir haben schon gelernt, dass hier das Fragewort wer heißt. Wir wollen uns das anhand von 3 Beispielen ansehen, und zwar das erste Beispiel der Mann. Wir fragen also, wer ist das? Die Antwort lautet, das ist ein Mann. Das ist Tom. Kennen wir den Namen, so setzen wir keinen Artikel davor, weder den bestimmten noch den unbestimmten. Er ist groß. Jetzt kommt die Frau. Wer ist das? Das ist eine Frau. Das ist Maria. Maria ist freundlich. Jetzt kommen wir zum neutralen Begriff, das Kind. Wer ist das? Das ist ein Kind. Das ist Sophie. Sophie ist klein. Hier habt ihr nochmal die direkte Gegenüberstellung zwischen bestimmten und unbestimmten Artikeln. Der Mann, ein Mann. Die Frau, eine Frau. Das Kind, ein Kind. Und damit haben wir dieses Kapitel jetzt abgeschlossen und wenden uns wieder der Pluralbildung zu. So, wir kommen jetzt zu dem noch unbehandelten Kapitel der Pluralbildung mit Umlaut. Und ich habe euch relativ viele Substantive aufgeschrieben. Sucht euch das raus, was für euch im Moment relevant ist. Ich werde es auch ein bisschen anders machen als bislang. Ich werde immer Singular und Plural gemeinsam vorlesen, besonders auf den Plural, da der ja den Umlaut beinhaltet, bei der Aussprache viel Wert legen. Zwischen dem ersten und dem zweiten Mal müsst ihr selber einen Stopp einlegen mit eurem Computer. Auf meinem Tablet geht das einfach. Ich drücke die K-Taste und beim nächsten Drücken geht es einfach weiter. Das erspart uns Todzeit. Ich habe die Pluralbildung, da sie auch wieder nicht unbedingt praktikablen Regeln folgt, in 4 Gruppen eingeteilt. Und zwar beschäftigen sich die beiden ersten Gruppen mit der Umlautbildung plus E. Und zwar die meisten haben den weiblichen Artikel die. Das ist eine Gruppe mit 14 Wörtern und die lese ich euch jetzt vor. Ihr könnt es auf dem Bildschirm mitverfolgen.
die Bank, die Bänke, die Bank, die Bänke, die Faust, die Fäuste, die Faust, die Fäuste, die Frucht, die Früchte, die Frucht, die Früchte, die Gans, die Gänse, die Gans, die Gänse, die Hand, die Hände, die Hand, die Hände, die Haut, die Häute, die Haut, die Häute, die Kraft, die Kräfte, die Kraft, die Kräfte, die Kuh, die Kühe, die Kuh, die Kühe, die Maus, die Mäuse, die Maus, die Mäuse, die Nacht, die Nächte, die Nacht, die Nächte, die Nuss, die Nüsse, die Nuss, die Nüsse, die Stadt, die Städte, die Stadt, die Städte, die Wand, die Wände, die Wand, die Wände, die Wurst, die Würste, die Wurst, die Würste. Das war jetzt Umlaut plus E, alle mit dem femininen Artikel die. Kommen wir jetzt zur zweiten Gruppe, ebenso Umlaut plus E, nur dass hier der Artikel des Substantivs männlich ist. Ich fange wieder an. Der Arzt, die Ärzte. Der Arzt, die Ärzte. Der Ball, die Bälle. Der Ball, die Bälle. Der Baum, die Bäume. Der Baum, die Bäume. Der Fuß, die Füße. Der Fuß, die Füße. Der Gast, die Gäste. Der Gast, die Gäste. Der Hahn, die Hähne. Der Hahn, die Hähne. Der Hof, die Höfe. Der Hof, die Höfe. Der Knopf, die Knöpfe. Der Knopf, die Knöpfe. Der Stuhl,
die Stühle, der Stuhl, die Stühle, der Topf, die Töpfe, der Topf, die Töpfe, der Zahn, die Zähne, der Zahn, die Zähne und der Zug, die Züge, der Zug, die Züge. Das ist wirklich alles nur ein Angebot, euch ein bisschen an die Aussprache der Umlaute zu gewöhnen. Die dritte Gruppe, die auch den Plural mit dem Umlaut bildet, allerdings mit der Endung ER, die fangen alle mit dem neutralen Artikel an, das. Ich starte, es handelt sich um 10 Worte. Das Buch, die Bücher. Das Buch, die Bücher. Das Dach, die Dächer. Das Dach, die Dächer. Das Fach, die Fächer. Das Fach, die Fächer. Das Glas, die Gläser. Das Glas, die Gläser. Das Haus, die Häuser. Das Haus, die Häuser. Das Loch, die Löcher. Das Loch, die Löcher. Das Rad, die Räder. Das Rad, die Räder. Das Schloss, die Schlösser. Das Schloss, die Schlösser. Das Tuch, die Tücher. Das Tuch, die Tücher. Und schließlich das Wort, die Wörter. Das Wort, die Wörter. Die letzte Gruppe bildet den Plural nur mit Umlaut und hängt keine weiteren Buchstaben an. Während es auffällig ist, dass bei den 3 vorangegangenen Gruppen es sich um einsilbige Begriffe handelt, sind es hier in der Regel zweisilbige Worte und sie fangen alle mit dem Artikel der an. Ich starte. Der Apfel, die Äpfel. Der Apfel, die Äpfel. Der Bruder, die Brüder. Der Bruder, die Brüder. Der Garten, die Gärten. Der Garten, die Gärten. Der Hafen, die Häfen. Der Hafen, die Häfen. Der Hammer, die Hämmer. Der Hammer, die Hämmer. Der Mantel, die Mäntel.
der Mantel, die Mäntel, der Ofen, die Öfen, der Ofen, die Öfen, der Vater, die Väter, der Vater, die Väter, der Vogel, die Vögel. Die Grafik verdeutlicht euch noch einmal die 3 deutschen Umlaute. A in Verbindung mit dem E wird zu Ä, O in Verbindung mit dem E wird zum Ö und U in Verbindung mit dem E wird zum Ü. Sollte eure Tastatur diese Umlaute nicht haben, könnt ihr auch diese 2 Vokale hintereinander schreiben, wie ihr das zum Beispiel hier bei Müller seht. Und in manchen Formularen wird das auch selbst in Deutschland so verlangt. Es handelt sich hier um eigene Schriftzeichen, allerdings nicht um Buchstaben im deutschen Alphabet. Wie wir gesehen haben, kommen sie in ganz vielen Substantiven vor, besonders bei der Pluralbildung. Aber wir finden sie genauso gut in Adjektiven, besonders wenn es um Steigerungen geht. Schön, schöner, am schönsten. Oder auch bei Verben, und zwar besonders den unregelmäßigen Verben. Für alle, die Lust haben, gibt es hier noch eine Hausaufgabe. Und zwar gilt es, sich zwischen dem bestimmten und dem unbestimmten Artikel zu entscheiden. In den darauffolgenden Stunden erwarten. Stunde 10 bringt uns eigentlich noch mal ganz an den Anfang dieses Deutschkurses zurück. Ich werde mich ausschließlich mit der Aussprache der Umlaute beschäftigen, weil viele Ausländer an mich die Frage heranbringen, wie kann ich nur lernen, die Umlaute auszusprechen? Und das wird der einzige Schwerpunkt in der nächsten Stunde sein. Wir werden uns ganz viele Worte mit Ä, Ö, Ü ansehen und gemeinsam die Aussprache üben. Aber euch ist sicher aufgefallen, dass ich hier auch in Stunde 9 schon ein bisschen die Verantwortung an euch abgegeben habe. Ich habe ganz am Anfang den Satz gesprochen, eine lange Pause zum Nachsprechen gemacht und dann den Satz noch einmal wiederholt. In dieser Stunde bin ich dazu übergegangen, dass ihr selber den Computer anhalten müsst, die Worte nachsprechen und dann es weiterlaufen lasst, um es ein zweites Mal zu hören. Was wir schon gelernt haben. Wir haben das Verb sein uns vorgenommen und ganz viele Adjektive. Und so seid ihr jetzt schon in der Lage, euch selber als Einzelperson oder in einer Gruppe, euer Gegenüber als Einzelperson oder in einer Gruppe oder einen Dritten im Singular und Plural als Person oder auch eine Sache zu beschreiben. Damit könnt ihr eigentlich schon ganz viel anfangen. In den weiteren Stunden werden wir uns dann mit dem Verb haben beschäftigen und mit den besitzanzeigenden Fürwörtern. Wenn wir das beherrschen, können wir noch einmal ganz viele Sätze bilden, die uns einen großen Bereich erschließen. Ich werde allerdings jetzt nicht mehr jeden Freitag ein Video publizieren. Die Häufigkeit am Anfang fand ich ganz wichtig, um euch über die erste große Schwelle zu helfen, die deutsche Sprache in Angriff zu nehmen. Nun steht eigenverantwortliches Lernen eher im Vordergrund und da reicht meiner Ansicht nach aus, alle 14 Tage etwas Neues zu machen. Denn ihr seid gefragt, das Alte zu wiederholen und Worte zu lernen, Vokabeln zu lernen.
Aber es ist auch so, dass ich ein bisschen mehr freie Zeit wieder für meine eigenen Projekte hätte. Ich hoffe, dass wir uns auf das Neue einstellen können. Ich hoffe, dass ihr mir gewogen bleibt. Ich hoffe, dass es euch immer noch Spaß machen wird. Bis zur nächsten Stunde.